Advent, Advent. Die Lösung zu diesem Advent of Code ist noch latent. Ja, herzlich willkommen zu Advent of Code Nummer 7. Mir gehen so langsam die Reime aus, wie ihr vielleicht merken könnt. Und ja, deswegen hier ein bisschen was Komisches, ne? Okay, wir wollen anfangen und zwar müssen wir dieses Mal die 7. Challenge lösen, die ihr hier findet. Ich habe mir natürlich schon mal alles durchgelesen und zwar im Endeffekt geht es darum, dass natürlich unser Gepäck processed wird. Ja? Das ist ganz klar gewesen, da gibt es natürlich auch wieder Schwierigkeiten. Irgendein Idiot hat neue Regeln oder Regulations erstellt und diese Regulations sind ein bisschen, sagen wir mal, komisch, denn da steht drin, welche Bags, also welche Rucksäcke in was für anderen Rucksäcken drin sind. Und das wurde je nachdem mit farbigen Rucksäcken gemacht. Das heißt, man hat hier eben zum Beispiel die Regel, ein leicht roter Bag darf nur einen, beziehungsweise muss genau, glaube ich, einen Bright White Bag enthalten. Also quasi, ja, einen hell leuchtend weißen und 2 Muted Yellow Bags, okay? Und das heißt, wir haben hier mehrere Regeln sozusagen, aber die können auch transitiv sein. Das bedeutet, wir haben hier zum Beispiel auch Muted Yellow Bags, können 2 Shiny Gold Bags beinhalten. Das bedeutet aber, wenn ein Light Red Bag 2 Muted Yellow Bags hat, dann haben wir hier in den 2 Muted Yellow Bags auch gleichzeitig wieder 2 Shiny Gold Bags, okay? Also so im Endeffekt ist das ganze Ding aufgebaut. Und ja, wir haben ein Shiny Gold Bag scheinbar und müssen das jetzt irgendwie hier, sagen wir mal, rausrechnen, in was eigentlich unser Bag drin sein kann und müssen hier eine Summe erstellen, wie viele Möglichkeiten wir eigentlich haben. Das heißt, die Anzahl an Bagfarben, also an Rucksackfarben, die unseren Rucksack enthalten können. Und in unserem Fall, also bei diesem Beispiel hier sind das 4, bei uns werden es natürlich in der Challenge wahrscheinlich deutlich mehr sein. 4, weil eben hier der Bright White Bag, der kann direkt ein Shiny Gold enthalten, Muted Yellow kann direkt Shiny Gold enthalten, aber eben auch Dark Orange kann Muted Yellow enthalten und der wiederum kann Shiny Gold enthalten, also zählt der Dark Orange auch. Der Bright White kann auch einen enthalten, aber hier zählt tatsächlich nur der Dark Orange, so wie ich das verstanden habe, weil der Muted Yellow kann das ja theoretisch auch, aber eben in einem Dark Orange kann also ein Shiny Gold drin sein. So ist das quasi gemeint. Light Red kann genauso das halten, also zählt der auch da rein. Und die anderen zählen eben nicht rein, weil wir diese Bags nicht haben können. So, komisches Puzzle, ein bisschen komisch gedacht, aber okay. Lasst uns das mal kurz angucken, wie das in der tatsächlichen Dings aussieht. Das heißt, wir haben pro Zeile eine Regel. Das ist schon mal wichtig, dass wir das haben. Und am Ende steht immer ein Punkt. Okay. Und es steht hier immer ein Contain. Ja, steht immer ein Contain dabei. Das ist quasi unser Keyword, an dem wir gleich wahrscheinlich splitten werden, nehme ich da mal an. Hier steht auch immer Bags dabei. Also Bags enthalten und da steht auch Bags dabei. Okay. Das heißt, wir haben hier schon mal ganz grob, was wir machen können. Ich kopiere mal das hier und füge das mal hier wieder in das ein, was ich schon vorbereitet habe, nämlich die Dateien, die wir hier einfach nur hinzugefügt haben. So, okay. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass das hier, dadurch, dass es ja so eine nun ja, kann enthalten Veranlagung ist, also so eine Relation ist, dass wir hier eigentlich einen Graph bauen müssen. Es wäre auch als Liste möglich, aber dadurch, dass wir hier mehrere Vibrant Magenta und Light Violet Bags etc. bekommen, haben wir natürlich hier das kleine Problem, dass das nicht funktioniert. Denn wir können hier mehrere Farben enthalten in einem Wavy Turquoise Bag. Ich glaube, die bestehen immer aus zwei Wörtern, oder? Das ist auch schon mal ein wichtiges Indiz. Also wir können hier mehrere Sachen in einem Wavy Turquoise Bag drin haben. Das bedeutet, wir müssen hier einen Graph aufbauen, einen Baum sozusagen aufbauen. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal hier tatsächlich von Hand. Und zwar machen wir uns mal einen Graph so. Und wir müssen jetzt quasi das alles hier so einsortieren, dass es hier quasi, ja, dass es hier vernünftig rein kann. Okay. Das heißt, wir öffnen erstmal natürlich unsere Datei with open 7 sf wie üblich. Lines ist gleich, ich kann heute wieder nicht tippen. Ja, Lines ist gleich f.readLines einfach, oder? Das würde passen. Beziehungsweise wir können hier auch tatsächlich
Nee, wisst ihr was? Ich will sowieso noch ein bisschen Regex üben mit euch, beziehungsweise auch für mich, weil ich das immer noch nicht so gut kann. Und das ist ganz gut, wenn wir das einfach so direkt so lassen. So, das heißt, wir haben jetzt hier ein Lines Array und jetzt machen wir hier unten, iterieren wir einfach durch, for i in Lines. So, und unser erstes Ziel ist jetzt erstmal, dass wir hier quasi das hier haben. Also die erste Zeile oder halt die erste Farbe auslesen. Unser Schlüsselwort ist im Endeffekt hier Bags. Und Contain ist quasi unser Split, wobei wir das eigentlich gar nicht, glaube ich, brauchen. Und hier hinten dran können wir, Achtung, hier haben wir natürlich Bag oder Bags. Also können mehrere drin sein, muss aber nicht. Und hier haben wir auch eine Farbe. Ja, das bedeutet, wir Bags, da steht immer Bags, ne? Bags. Okay. Gut, dann lasst uns das mal ganz kurz ausprobieren, indem wir hier direkt danach exiten und das mal für eine Zeile machen, also nur für die erste. Und zwar die Farbe von unserem Primary Bag, also dem, der quasi die anderen enthält, also in diesem Fall Clear Maroon. Der wäre jetzt eigentlich auffindbar über Regular Expression, Import RE. Also re.match. Und hier rein müssten wir jetzt theoretisch, ja, was haben wir hier? Genau genommen können wir hier alles haben. Alles ist ein Punkt in Regex. Und zwar mindestens ein Zeichen, wobei wir natürlich immer mehrere Zeichen haben. Ich glaube, das wird sich hier auch nie ändern. Ich glaube, das ist immer eine gültige Regel. Da müssen wir keine Sorge haben. Das heißt, irgendein Zeichen, mindestens eins davon, wir könnten ja auch einen Stern benutzen. Das wäre dann egal, ob 0 oder ein Zeichen, aber mindestens eins ist, glaube ich, besser. Und dann brauchen wir hier ein Leerzeichen. Sekunde, das muss in Klammern stehen. Das hier in Klammern. Ein Leerzeichen und dann Bags, theoretisch, oder? Dann haben wir die Farbe. Also Leerzeichen und dann Bags. Also irgendwelche Zeichen und dann Leerzeichen Bags. Sollte uns eigentlich automatisch geben, was wir suchen. Also quasi eine Farbe geben. Punkt. So, jetzt müssen wir natürlich noch überlegen, welche Group wir wollen. Wir wollen wahrscheinlich Group 1 haben, weil das ganz vorne steht. Group von 1. So, das printen wir uns jetzt definitiv mal aus, weil ich absolut keine Ahnung habe, ob das überhaupt so funktionieren könnte. Okay, das war die alte Challenge, weil ich die noch nie laufen lassen habe. Clear Maroon, das ist wunderschön. Jetzt probieren wir das mal ganz kurz aus, was wir hier bekommen, wenn wir das rauslassen. Müsste eigentlich ein... ja, okay, natürlich. Punkt Group von 0 machen wir jetzt hier einfach mal, damit wir alle bekommen. Clear Maroon Bags. Okay. Also das ist quasi zweite Gruppe. Aber was wäre denn, wenn ich das jetzt hier durchlaufen lasse? Dann müsste ich doch theoretisch die anderen auch bekommen. Clear Vibrant Bags. Nein, natürlich nicht. Ja, logisch. Okay, passt. Passt sehr gut eigentlich. Das heißt, wenn wir hier Group von 1 rauslesen, dann kriegen wir immer die erste Farbe. So, das ist schon mal gut. Hier haben wir auch keine New Lines oder sowas mehr. Das heißt, wir haben alles, was wir brauchen. Okay, also die erste Farbe. Das ist alles, was wir erstmal brauchen. Erstmal, ja. Dann brauchen wir natürlich noch die andere Farbe. Und wenn ich jetzt hierher gehe und nochmal ganz kurz hier in die Challenge reingehe, dann haben wir hier ein Clear Maroon Bags Contain ein Dull Lavender Bag. So, was, wenn wir das jetzt hier einfach erweitern? Also Bags Contain, dann eine Zahl, das haben wir erst neulich benutzt, \d plus, Zahl, dann ein Leerzeichen, oder? Leerzeichen, dann die Farbe wieder und dann Bag. So, Farbe und Bag haben wir hier vorne. Das müssen wir uns einfach nur noch zusammen kopieren. So, jetzt sollte ich hier in meiner Group Primary, also in meiner Color Primary, immer noch dasselbe drin haben. Wir machen das jetzt mal anders. Wir sagen, das Ding heißt Regex erstmal, weil wir müssen die Groups selber matchen. Color Primary, das ist das Ding. Wird dann gesetzt auf regex.group 1. Und Color, keine Ahnung, Inside zum Beispiel ist gleich regex.group 3 vielleicht oder so. Dann probieren wir es mal. Print Color Inside. So, und danach exiten wir hier auch erstmal, damit wir nur das erste Problem lösen müssen. Dull Lavender, perfekt. War das wirklich direkt 3? Das war direkt richtig. War das echt so? Wow, okay, nice. Das war gut geraten. Ja, perfekt. Das ist eigentlich schon mal das, was wir als erstes brauchen. Jetzt haben wir natürlich das Problem. Und zwar können wir hier beliebig viele von diesen Dingern bekommen.
Müssen wir gucken, wie wir das hinkriegen. Und zwar, wie sieht das aus? Und zwar brauchen wir ein, Moment. Also gehen wir mal auf den zweiten Fall. Wisst ihr was? Wir schieben das jetzt hier tatsächlich eine Zeile tiefer, damit wir hier, also sehr egal in welcher Reihenfolge die stehen, aber damit wir das hier auch analysieren können. Weil wenn ich das jetzt hier so mache, dann haben wir hier Wavy Turquoise, das ist der vordere Teil, und dann haben wir hier Vibrant Magenta, aber wir haben nicht die Light Violet Bags. Und die brauchen wir auch noch. Und das bedeutet, was wir hier haben, ist im Endeffekt nicht vollständig. Wir brauchen hier ein S, das eventuell ist, das sollte immer noch funktionieren, Vibrant Magenta, sehr gut. Und dann brauchen wir das Ganze mehrfach. Geht das so? Plus. Mindestens einmal brauchen wir es, aber eventuell mehrfach. Okay, jetzt müssen wir eine andere Group benutzen. 4. 4 ist die Zahl. Das heißt, das wäre vielleicht die 4. Gruppe. Vibrant Magenta. So, und wenn wir jetzt noch eine zweite haben, Color Insight 2, dann müsste das, Moment, wenn das 4 ist, dann ist das, Moment, das ist 4. Dann ist das 5, 6 oder so? 7 müsste es sein wahrscheinlich. Shit. Okay, da fehlt das Komma. Dann brauchen wir hier noch ein eventuelles Komma. Nee, eventuell, nicht unbedingt. Ja, Vibrant Magenta. Okay, sehr gut. Dann haben wir hier Color Insight 2. Ich will nur ganz kurz das Ganze auflösen, ja? Das ist das Komma, verdammt. Okay, wenn das Komma ist, dann haben wir hier bei 7 die Zahl, bei 8 müsste dann die Farbe wieder stehen. Nein, nicht die Farbe. Was ist bei 7? Kein Index, okay. Was bei 6? Das Komma. Okay. Ja, scheint mir irgendwie so, als würde sich das perfekt dafür eignen, weil wir hier eben so viele verschiedene Dinge drin haben können. Wisst ihr was? Wir lagern das aus in was Separates. Und zwar, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Teil hier, Bag, mehr brauchen wir nicht. Und nehmen uns das hier raus. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Und dann sagen wir hier, es gab noch eine andere Funktion. Und zwar Color Insight. Nennen wir jetzt hier einfach mal direkt re.findAll. Das war das, was ich gemeint habe. So, jetzt das Pattern. Das Pattern ist eigentlich dieses Pattern hier, weil die Zahl steht ja hier eigentlich nicht vorne dran, oder? Vor diesem Wavy Turquoise. Das heißt, die Zahl, dann die Farbe und dann der Bag. Und jetzt müssen wir das natürlich noch auf I matchen. Und jetzt ist die Frage, was steht da drin, ne? Oh wow, hat das gut funktioniert. Okay. Also 4 Vibrant Magenta, 4 Light Violet, 5 Bright Gold und 2 Faded Black. Hey, wow, das war echt super. Okay, dann wollen wir das Ganze jetzt allerdings noch auspacken. So, jetzt wollen wir natürlich nur die Farben haben. Also der Rest ist mir eigentlich erstmal egal. Das bedeutet, wir müssen das ganze Ding hier noch auspacken. Jetzt probieren wir es mal aus. Und zwar mit Zip kann ich... Moment, wie war das? Das sind Dinge, die habe ich schon lange nicht mehr gemacht, Leute. Huiuiui. Okay, also probieren wir es einfach mal aus. Ich glaube, Zip war das nicht. Zip war das Gegenteil eigentlich, glaube ich sogar. Ja, wir müssen das Ding listen. Die Zip-Objekte sind leider auch, oder was heißt leider, eigentlich zum Glück alle lazy. Ja, das ist genau das Gegenteil von dem, was wir haben wollen. Wir haben hier jetzt quasi ein Tupel aus der Liste gemacht. Nein, das war das Gegenteil. Was würde passieren, wenn wir das hier auspacken? Ich glaube, das war das, was ich wollte. Genau, das war das Richtige. Und wenn ich jetzt hier bei meinem Zip-Objekt danach sage, ich will von 0 haben, was passiert dann? Dann habe ich is not subscriptable. Okay, dann müssen wir das erst in eine Liste konvertieren und sagen dann von 0. Dann habe ich das hier als, dann habe ich das als Tupel. Und wenn ich das jetzt wiederum als Liste baue, dann kann ich damit arbeiten, weil ich mag keine Tupel. Perfekt, genau das will ich. Okay, das ist mein Color Insight. Das ist mein Color Insight. Color Insight ist gleich. So, und jetzt printen wir uns nochmal Color Insight aus, damit ich auch wirklich das Ding habe. Und so.
Okay, nein, halt, stopp, das war die falsche. Ich will von 1 haben. Ich will halt die Farben haben, nicht die Zahlen. So, ja, genau, das will ich haben. Okay, jetzt haben wir die ganzen Farben. Jetzt, was ist mit diesen Farben allen? Diese Farben möchte ich jetzt quasi als Kindknoten von meinem Graph anhängen. Falls euch aufgefallen ist, das Ding hier ist einfach nur ein ganz stinknormales Dictionary. Den Graph bauen wir uns mehr oder weniger indirekt auf. Also wir bauen nicht ein, das ist Parent von dem und das ist Parent von dem auf, sondern wir bauen uns einfach nur einen Graph auf mit Kanten und Knoten. Und das bedeutet, in diesem Graph hier stecken im Endeffekt die beiden Kanten drin. Also quasi eine Kante von Color Primary am besten zu Color Inside, zu einem von Color Inside. Das heißt, ja, wollen wir das wirklich? Wir wollen quasi, okay, Sekunde, ein Graph geht folgendermaßen. Wir haben jetzt hier zum Beispiel Rot, sagen wir jetzt einfach mal, das ist einfacher, auf Grün und auf Blau, ja. Und das hier wollen wir sozusagen als Liste speichern. Damit haben wir die ausgehenden Kanten in diesem Graph drin, von Rot auf andere. Jetzt können wir natürlich noch eine Kante haben von zum Beispiel Gelb, Yellow, Gelb, auf Rot. Und das ist auch eine Kante, okay? Das bedeutet, wir machen Y als Key in Graph rein. Das ist so ziemlich die Repräsentation für Graphen, die ich bisher immer gemacht habe. Und R machen wir als Value von Y rein. Und was wir dann machen ist im Endeffekt, wir bauen uns den Graphen auf, weil im Endeffekt kann man ja dann auch von Yellow aus Grün und Blau erreichen, ja? Weil man ja eine Kante von Y nach R hat und von R nach GB. Das heißt, wir machen im Endeffekt hier nichts anderes als eine Pfadsuche am Ende und schauen, wo wir überall bei Shiny Gold war es, glaube ich, rauskommen. Okay, das heißt, was wir hier machen, ist im Endeffekt wirklich die Kante direkt in den Graph einfügen. Also Graph von Color Primary, das ist ja quasi unser Ausgangsknotenpunkt. Der enthält wiederum die Color Inside Farben. Also so im Endeffekt. Und damit müssten wir uns mal ganz kurz den Graph ausgeben. Mal gucken, ob das funktioniert. Graph ausgeben. So, Wavy Turquoise zeigt auf das da. Okay, perfekt. Jetzt lassen wir uns den Graph mal ganz am Ende ausgeben. Und dann haben wir ein List Index out of range. Das ist ärgerlich. Das ist natürlich nicht das, was wir haben wollen. Lass mich raten, ich glaube, es liegt an diesem Ding hier, weil wir hier mal gucken. List Index out of range. Warum? Sekunde. Das müsste doch eigentlich trotzdem funktionieren. So, List Index out of range. Was ist das? Wir haben keine Color Inside gefunden. Das ist die nach Plate Silber. Das müssen wir mal kurz gucken. Okay, das ist doof. Hier. No other bags. Das ist ja fies. Contains no other bags. Okay. Ja, das ist dreist. Das wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Da habe ich offensichtlich nicht richtig gelesen. Okay, dann machen wir hier noch ein if rein. If len von Color Inside größer 0. Dann macht das und macht das. Ansonsten, wenn es keine anderen Bags innen drin geben darf, dann sind wir hier, offensichtlich haben wir dann keine ausgehenden Kanten. Also von dem her können wir es dann gleich lassen. So, dann haben wir hier einen fertigen Graphen aufgebaut, der im besten Fall keine Farben doppelt enthalten sollte, oder? Sollte eigentlich soweit funktionieren. Okay, jetzt schauen wir mal. Wenn wir diesen Graphen jetzt hier haben, was brauchen wir denn dann? Dann müssen wir natürlich jetzt auflösen nach dem Shiny Gold. Oder? War das Shiny Gold? Wir haben ein Shiny Gold Bag. Das heißt, welche containen mindestens ein Shiny Gold Bag? Oder mindestens einen. Quatsch, da muss ich hin. Okay, gut. Und was war unsere letzte Forderung hier? In this example. Okay, wir müssen es quasi einfach nur aufsummieren. Okay, gut. So, hier kann man jetzt wirklich komplett alles durchoptimieren. Wie gesagt, im Endeffekt machen wir hier Graphentheorie. Im Endeffekt könnte man hier auch wirklich mit einer Tiefensuche oder so gehen. Ja, müsste mit einer Tiefensuche weiterkommen.
Wir werden jetzt hier ein bisschen lame vorgehen. Und zwar, wir wollen ja nur auf die Lösung kommen. For i in Graph. Da könnt ihr aber, wie gesagt, gerne optimieren, wenn ihr das wollt. Schreibt mir eure optimierte Variante gerne auch mal. Wobei das echt ziemlich ineffizient wäre, wenn wir hier quasi für jeden einzelnen Knoten durchgehen würden bis zum Ende und das für jeden davon. Das wäre sehr, sehr ineffizient. Ich glaube, wenn wir von unten nach oben gehen, sind wir da besser dran. Und zwar machen wir das jetzt mal. Okay, wie machen wir? Also da werden wir auf jeden Fall mit Rekursion arbeiten. Shiny Gold, Gold, genau, Shiny Gold. Und wir sagen hier, was ist denn unsere Abbruchbedingung hier? Ja, nee, funktioniert nicht wirklich anders. Wenn wir hier sagen, if, wir brauchen eine Farbe Color, if Color gleich Shiny Bodenstrich Gold, dann return true. Ansonsten wollen wir überprüfen, wobei wollen wir es gleich aufsummieren? Nee, es geht ja wirklich nur darum, ob in einem Bag mein Bag drin sein kann. Also es geht ja nicht darum, wie vielen Unterbags mein Bag drin sein kann. Also wollen wir hier wirklich nur haben, ob das möglich ist. Das bedeutet, wir können hier return. So, wie machen wir das? Wir müssen noch ein return false drin haben. Wenn wir Shiny Gold haben, dann haben wir quasi unsere Endbedingung. Und ansonsten sagen wir Shiny Gold von von allen Kindknoten theoretisch. Das heißt, von C für jeden Kindknoten im Endeffekt Child, ne? Also das wäre dann unsere Parent Nodes und das wären unsere Child Nodes in Graph von unserer Color theoretisch, von Color. Und zwar müssen wir das jetzt hier Moment. Wir wollen irgendeins haben. Also wenn es in irgendeinem drin ist, dann ist es auch vielleicht, also wenn wir hier quasi Wavy Turquoise haben und der hat ein Vibrant Magenta und Vibrant Magenta kann dann quasi Shiny Gold beinhalten, dann ist Wavy Turquoise true. Das heißt, wir wollen hier ein Any haben. Any von dem ganzen Zeug hier. Und dann geben wir auch true zurück. Und ja, Child muss das heißen. Und für jeden einzelnen Kindknoten machen wir das. Oder? Dann ist das hier eigentlich ein Node, aber das ist egal, weil der Node ist ja im Endeffekt genau dasselbe. Der Node ist ja ein String oder auch eine Color. So, und was wir dann hier unten machen, ist im Endeffekt wir geben Shiny Gold von Color für alle Farben aus, also for Color in Graph. Nicht Values, Keys. In Graph.keys aus. Und zwar die Summe davon, logischerweise. Die Summe davon, weil wir ansonsten ja nicht hier komplett alles haben. Okay, den Graph brauchen wir uns eigentlich gar nicht mehr ausgeben. Too many values to unpack. Das ist unschön. Was haben wir denn hier? Ach ja, natürlich. Die Parents brauchen wir hier gar nicht durchiterieren. Das wäre ja schon dabei. Wir brauchen eigentlich nur die Childs in Graph.color. Sorry, da war ich gerade verballert, weil ich dachte, die Parents müssten wir ja auch dabei haben. So, das sollte aber funktionieren. Mirrored Fuchsia, was? Key Error Mirrored Fuchsia. Genau. Und wenn wir hier einen Wert nicht finden, dann müssen wir erstmal hier einen Try machen. Shit. Da gab es doch was in Python, das hieß Default Dictionary oder so. Wo war das? Default, wo bist du? Moment. Ich probiere das jetzt mal hier direkt so, weil ich nicht weiß, in welchem Modul das drin ist gerade. Default Dict. So, komm, importier dich. Collections, Import Default Dict. Okay, wunderbar. Und das müsste mir eigentlich hier keinen Fehler zurückgeben, wenn ich da auf was nicht zugreife. Was ist das hier? Probieren wir das mal. Da ist ein Support Item Assignment. Das ist unschön. Was brauchen wir denn hier? Kann ich das irgendwie instanzieren oder so? Geht das dann? Immer noch den Error. Schade, ich dachte bei Default wäre das anders. Okay, dann machen wir das rückgängig, dann brauchen wir das eigentlich nicht.
So, okay, dann sagen wir hier, also hier in der Zeile 21? Warum 21? Da ist doch gar nichts. If Graph von Color, das sollte doch funktionieren, oder? Nein, immer noch nicht. Verdammt. Okay, dann schmeißen wir das hier raus. Und genau genommen rufen wir die Funktion ja bloß auf. Das heißt, wenn wir hier sagen if... Moment, das machen wir einfach oben drüber. If, Graph... Moment. Machen wir was anderes. Child oder Children ist gleich Graph von Color. Das machen wir jetzt hier in try rein. Und except sagen wir return false. So. Okay, jetzt haben wir 0. Ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Noch was viel Besseres. Was, wenn wir hier oben statt dem hier sagen? Was wäre, wenn wir hier stattdessen einfach sagen, else Graph von Color Primary, das ist einfach eine leere Liste. Eine Liste mit nichts drin. Und wenn ich das dann habe, dann habe ich hier ja eigentlich any von den müsste mir eigentlich hier false ergeben. Habe ich immer noch 0. Verdammt, was ist denn los? Wieso haben wir hier 0? For i in graph.keys. Printen wir doch mal bitte kurz i und wir printen auch Graph von i aus. Das kann doch nicht sein, dass wir hier 0 haben. So, okay, also das ist auf jeden Fall mal nicht falsch. Okay, dann machen wir jetzt hier mal Folgendes. If Graph von i, if shiny Bodenstrich-Gold in Graph von i. So könnte man hier oben theoretisch auch noch einen sparen. Ja. So könnte man hier oben theoretisch auch noch was sparen. Müssen wir aber nicht machen. So. Kein einziges meiner Kindknoten enthält Shiny Gold. Das kann doch nicht sein. Oh, ich habe einen Bodenstrich genommen. Ich habe meine Zweifel, dass wir hier einen Bodenstrich beinhalten, oder? Oh mein Gott. Ich bin so doof. Manchmal bin ich echt doof. Ja, 127. Wow. Okay. Gewöhnt euch keinen Bodenstrich an, nur weil eure Funktion einen Bodenstrich hat. Ja, sehr gut. 127, das probieren wir direkt mal aus. Es könnte unsere Antwort sein. Ich hoffe, dass unsere Antwort ist. Verdammt. Nicht ganz. Answer too high. Answer too high. Okay. Ich glaube, ich weiß warum. Wir müssen hier einen theoretisch abziehen, weil einer unserer Bags wird natürlich hier Shiny Gold überhaupt heißen. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bei unserem Shiny Gold... Moment. For i in graph if i gleich Shiny Gold print i. So, wahrscheinlich haben wir hier, ja, wir haben genau einmal Shiny Gold. Den dürfen wir natürlich nicht mit einbeziehen. Das heißt, wir haben hier 126 wahrscheinlich. Too recently. Ach, komm schon. 15 Sekunden, nur weil ich eine Zahl vergessen habe. Okay. Dann warten wir nochmal ganz kurz und schauen mal, was wir hier noch haben. Okay. Das sollte eigentlich soweit eigentlich alles richtig sein. Wenn wir hier das Ganze mit Regex machen, dann haben wir hier die Dinger, ja, Fehlerkorrektur und dann aufsummieren. Doch, das sollte eigentlich stimmen. So, probieren wir es nochmal. Ja, okay. Sehr gut. Part 2. It's getting pretty expensive to fly these days. Not because of ticket prices, but because of the ridiculous number of bags you need to buy. Consider again your shiny gold bag and the rules from above. So a single shiny gold must contain ein dark olive bag and the 7 bags within it. Plus the 2 vibrant plum bags and the 11 bags within each of those. Okay, ja, cool. Of course, the actual rules have a small chance of
going several levels deeper than this example. Be sure to count all of those bags. Also wir müssen quasi die Anzahl an Bags zählen. Uff, okay. Dieses Mal geht es andersrum. Dieses Mal müssen wir quasi... Oh, ich mache mal hier Part 1. Und dann hier ein Komma. So, die nächste hier ist... wobei, da brauchen wir eigentlich keine... Ja, das ist im Endeffekt eine ganz normale Rekursion jetzt hier. Das ist irgendwie sogar, glaube ich, einfacher als das, was wir gerade gemacht haben. Und zwar sagen wir hier einfach... Ah nein, für uns ist das gar nicht einfacher. Wir müssen ja auch noch die Anzahl zählen jetzt. Okay, ja, cool. Das heißt, Sekunde, was machen wir? Wir haben es gerade so schön hier gezippt alles. Das gefällt mir eigentlich so. Ich will das eigentlich so lassen. Ich mag die Datenstruktur so deutlich mehr. Okay, was machen wir? Wir bauen uns... Ach, verdammt. Ach, verdammt. Na schön, dann machen wir das halt hier wieder raus. Dann machen wir die Zip-Sache hier nicht. Dann machen wir Color Inside direkt rein. So, das wird uns jetzt komplett um die Ohren fliegen, weil wir hier, ja, weil wir hier 4 von Vibrant Magenta haben. Das ist das hier, for Child in Graph.color. Dann haben wir hier, in Graph.color sind jetzt 2 drin, ne? Dann wäre das Amount, Child in Graph.color. Das sollte stimmen soweit. Ah, und dann haben wir schon die 126. Ja, okay, gut, dann ist das gut. So, schade, mir hat das mit dem Dings hier oben echt gut gefallen. Okay. Gut, was wir jetzt hier brauchen, ist im Endeffekt, wir gehen hier rekursiv durch und summieren das Ganze immer auf. Für Rekursion werden wir um eine Funktion nicht drum herum kommen. Wir können es natürlich mit der Lambda machen, aber das ist auch irgendwie jetzt ein bisschen arg umständlich. Wobei doch, lasst uns das... Wollen wir es wirklich mit der Lambda machen? Nee, wir machen eine ganz normale Rekursion. Das muss auch mal sein. Ihr könnt es gerne mal mit einer Lambda unten irgendwo hinschreiben und dann schauen wir mal. Okay, also wir sagen hier Color wieder dazu. Und so, was brauchen wir? Wir brauchen natürlich erstmal Return. Die Summe über alle Kind-Bags sozusagen. Also quasi nicht Shiny Gold, sondern Count von allen Bags in unseren Child-Knoten. Und zwar Amount, Child in Graph von Color. So, jetzt müssen wir natürlich noch die Amount hier irgendwie einrechnen. Das heißt, wir haben hier die Amount mal... aber jetzt müssen wir hier vorsichtig sein, weil in Graph.color hier steht ja nichts drin. Das heißt, wir haben hier einfach 0, und nichts. So, wobei, nee, 1? Einen müssten wir ja trotzdem haben, und zwar den Bag, oder? Nee, stimmt. Wir haben keinen Bag mehr innen drin, wenn wir hier eine leere Menge haben. Dann müssen wir hier eine 0 haben. So, aber wir müssen insgesamt noch ein Bag mehr kaufen, weil wir ja den Bag selber noch kaufen müssen. Das war das, was ich gerade hier oben gemeint habe. Also quasi, wenn wir was wir vorhin, Vibrant Magenta oder sowas haben, dann müssen wir den Bag kaufen und alle Bags innen drin. So, und wenn in dem Bag nichts mehr drin ist, das ist quasi das, was innen drin ist. Das sollte... Okay, reicht das schon? Ist das schon das Ganze? Print von Count. Von Shiny Gold müsste das sein. Nein. Not enough values to unpack. Expected to got 1. Was? In Shiny Gold? In Shiny Gold solltest du eigentlich keine Probleme mehr haben. Expected to got... verdammt. Ach so. Da muss ich ja dann eigentlich einen Tupel draus machen, oder? So müsste das ja dann funktionieren. Cannot unpack non-iterable int object. Dann machen wir es halt so, mein Gott. Mann! Zick jetzt nicht rum hier. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann müssen wir das hier nochmal ändern. Das wird uns um die Ohren fliegen. For int and string. String? Amount. Amount ist ja theoretisch ein String. Ja, okay. Sehe ich ein. Sehe ich komplett ein.
Muss man in Integer konvertieren, sollte aber kein Problem sein. Wirklich? Das erscheint mir ein bisschen arg viel. Let's try. Nein. Okay, dachte ich mir aber schon, dass das ein bisschen zu viel ist. Gut, dann nochmal. Also, ich glaube, dass unsere Endbedingung hier nicht ganz richtig ist. Und zwar, wenn wir hier oben bei Color Inside uns das Ganze vielleicht nochmal kurz angucken, wie Color Inside aussieht. Vielleicht bauen wir uns da einfach eine vernünftige Abbruchbedingung ein. So. Und zwar sagen wir dann hier einfach 0 Bags. Ah, nein, das können wir nicht machen, weil wir sonst 0 insgesamt haben, ne? Wobei, nee, stimmt nicht. Ja doch, wir haben insgesamt 0 Bags innen drin. Und hier machen wir einfach nur leer rein. Und dann machen wir hier als Abbruchbedingung elif color gleich leer. Dann return false, damit uns das nicht um die Ohren fliegt. Das funktioniert leider immer noch nicht. Ah, und hier, genau, hier müssen wir jetzt das Ganze auch machen. If color gleich leer, dann ja, wie viel geben wir dann zurück? Return 1 eigentlich, weil ich ja meinen Bag selber immer noch kaufen muss. Das, oder? Doch, das sollte eigentlich funktionieren so. Dann bin ich immer noch bei den 220.150. Das ist immer noch zu viel. Aber die Summe aus der Anzahl von dem innen drin, also quasi, wenn ich, ja, doch, eigentlich brauche ich einen Bag, wenn ich mir den kaufe. Doch, das sollte eigentlich so richtig sein. Was stimmt hier nicht? Was genau stimmt hier dran nicht? Inside your single shiny gold bag. Inside. Das bedeutet, wir müssen hier theoretisch noch 1 abziehen. Was ist jetzt wirklich? Probieren wir die Zahl mal. Jo Leute, das war's. Wir haben einfach vergessen, den einen Bag abzuziehen. Okay. Ja, das war ein bisschen schwierig, weil ich irgendwie nicht ganz gerafft habe, dass man innen oder außen mitzählen bzw. nicht mitzählen soll. Aber ja, wir haben es geschafft. Ich glaube, das ist definitiv was. Ich habe heute noch sehr viel gelernt, gerade was nochmal Regex angeht. Und was vielleicht diese Rekursion bzw. auch Graphensachen angeht. Super coole Challenges auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Lasst mir, wie gesagt, eure Lösung immer gerne da und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.